Ich hoffe, es geht dir gut. Und du hast jetzt einen entspannten Platz, an dem du dieses Video anschauen kannst oder anhören. Ich nehme, wie man eventuell sehen kann, gerade tagsüber auf, denn ich war 2 Wochen im Urlaub. Also die letzten 8 Videos, ja, waren alle vorproduziert und die letzten 2 Tage habe ich irgendwie ein bisschen gebraucht, um wieder anzukommen und klarzukommen. Deswegen, ja, habe ich da keine Zeit gehabt, Videos zu drehen, weil ich jetzt heute Abend ja endlich wieder live gehe, kann ich den Abend nicht nutzen, um das Video zu drehen. Und das muss aber morgen kommen, deswegen ja, gibt es jetzt ein tagsüber Video und ich sage das wegen den Hintergrundgeräuschen, weil ja das ein oder andere Auto zu hören sein wird. Ich werde die ganz krassen rausschneiden natürlich, rausschneiden lassen von Eve. Aber sowas wie jetzt gerade zum Beispiel wird jetzt vermehrt in diesem Video da sein. Ja, wenn es euch stört, dann schaut dieses Video nicht an. Okay, dann beginne ich jetzt aber mal. Nicht wundern, ich habe hier einen richtig fetten Pickel wieder, nur weil ich ganz viel dran rumgedrückt habe. Es war eigentlich nur so ein Mini-Mitesserchen. Obwohl, nicht mal, also da war eigentlich nichts. Ich habe mir das rumgemacht, weil es so wie so eine schlechte Pore aussah. Bla bla bla, eklig, eklig. Wir fangen jetzt an. Und da habe ich als erstes mal wieder hier den Gutscheincode für euch von, falls ihr es nicht mitbekommen habt, Trend Raider. Darüber geht das Video heute. Und zwar könnt ihr mit diesem Code 15% sparen. Was war das denn? Sparen auf die Trendbox. Wenn ihr auch Bock darauf habt, nice Produkte aus den Bereichen Lifestyle, Food und Kosmetik, glaube ich. Ja, Lost, peinlich. Aus diesen Bereichen, wenn ihr Bock auf solche Produkte habt, dann schaut da gerne mal in die Infobox. Da ist nochmal alles verlinkt, auch die Produkte einzeln, wenn euch vielleicht irgendwie eine Sache besonders gefällt. Dann könnt ihr da vorbeischauen. Ja, im letzten Video hatte ich ja alle Produkte selber noch nicht gesehen und dann währenddessen festgestellt, wie dumm das ist, weil ich dann gar nicht in das Heftchen schauen kann und euch irgendwie näher was zu den Produkten mitteilen. Heute werden wir mal das ganz andere Extrem machen. Und zwar werde ich jeden Text vorlesen. Damit auch was für die Leute, die mich gerne vorlesen hören, dabei ist. Weil ich solche Videos einfach nicht mehr hochlade, seit ich erfahren habe, dass ich eigentlich nur Zeug vorlesen kann, was schon vor 70 Jahren geschrieben wurde. Und obwohl Eve da jetzt die Idee kam, dass sie mit ChatGPT so Geschichten generieren lassen könnten, da gucke ich mal, ob das in Zukunft vielleicht, ob da jemand da Interesse dran hätte. Genau. So, wie immer hat die Trendbox ein Thema und das ist diesen Monat Garden Party. Garden Party. Wie dumm ich das betont habe. Ja, Garden Party. Party, ich kann das gar nicht normal sagen. Ich vergesse jetzt, dass der Text immer schon hier steht und nicht irgendwas aufklappt. Okay. Der Sommer ist da. Die Tage werden länger und es ist wieder angenehm warm. Wenn langsam der Abend anbricht und die Lichterketten zu leuchten beginnen, laden dich laue Sommerabende ein, den Tag mit deinen Freundinnen im Garten ausklingen zu lassen. FreundInnen, ich glaube, ich habe das schlecht betont. Gemeinsam genießt ihr die sommerliche Stimmung mit einem Barbecue, mit leckerem Essen und erfrischenden Drinks. Mit deiner Junibox bist du bestens vorbereitet für steigende Stimmung und Temperaturen. Du entdeckst neue nachhaltige Lieblingsprodukte aus den Bereichen Wellness, Food und Lifestyle. Da haben wir es. Für die perfekte Gartenparty. Jetzt konnte ich's. Let's celebrate the summer. Ja, der Grund übrigens, warum das Video jetzt so spät kommt, ist auch der Urlaub.
und 3%. Uiui. Aber ja, das ist ja das Zeug, was man eh nur 1 bis 2 Mal die Woche verwenden sollte. Von daher. Ich habe jetzt immer noch das von Paula's Choice, weil ich das einfach so selten benutze. Aber wenn es aufgebraucht ist, dann kann ich ja einfach mal das hier verwenden. Sieht auf jeden Fall nice aus und dann lese ich euch schon den Text vor. Strahlender Teint für die nächste Gartenparty. Das AHA-BHA-Serum von I+M enthält natürliche Fruchtsäure aus Sommerfrüchten, hochwertige Extrakte aus Heidelbeere, Orange und Zitrone stimulieren die Haut. Sie lösen sanft die oberste Hautschicht und mildern so effektiv Pigmentflecke. Gleichzeitig verfeinert BHA mit einem Extrakt aus der Rinde der Silberweide die Poren und wirkt so Hautunreinheiten entgegen. Das Serum klärt unreine Gesichtspartien und verleiht normaler Haut gleichzeitig einen frischen Glow. So bringst du deine Haut in Balance. Und mit dem Gutscheincode TREND20 kannst du noch 20% auf eine Bestellung im Onlineshop bekommen. Das Zeug kostet 18,90, sind 20% schon gut. Aber ich weiß nicht. Also ich glaube, das muss ich erstmal testen. Also ich muss mich erstmal davon überzeugen, weil irgendwie ist mein erster Gedanke so, das ist halt kein chemisches Peeling, oder bin ich blöd? Wenn das jetzt aus Sommerfrüchten ist. Und ich weiß nicht, ob das dann wirklich so denselben Effekt erzielt. Aber ja, vielleicht bin ich auch zu skeptisch. I don't know. Genau, und die anderen hatten so eine Creme hier bekommen. Richtig scharf gestellt, die Kamera. Top mit Mandel, Aprikose, Shea und Mangobutter. Von Elia Sahil. Marke kenne ich auch nicht. Ja, yeah, das nächste Produkt ist dieses Zitronengraspulver. Das ist ein Gewürz von Hela. Und ich muss ehrlich sagen, obwohl Ben sehr viele Gewürze benutzt, liebt, testet, hatten wir, glaube ich, noch nie Zitronengras. Und ich kenne Hela auch nur von diesem Gewürzketchup, aber ich glaube, das ist ein anderes Hela. Ich ganz bisschen durch, aber ich weiß nicht, ob das einfach nur der Geruch von der Verpackung ist. Von Chamka Transparent and Fair. Transparent, genau. Transparent und fair. Unsere faire Kette, Farm und Ernte, Transport, Abfüllung, Hela Shop. Was ist dann die faire Kette? Egal. Ja, also ich weiß nicht, das Packaging finde ich mega cute. Aber ich habe irgendwie gerade nichts dazu zu sagen sonst. Deswegen lesen wir jetzt einfach mal den Text durch. Ich weiß auch gar nicht, wo man das jetzt reinmachen sollte. Salate oder in was für Gerichte das reinkommt. Aber ich bin ja kein Kochfan, deswegen ich bin einfach ein bisschen schlecht an dem Thema. Unwissend, nicht schlecht. Die richtige Würze verleihst du deinen Marinaden mit dem Chamka-Gewürz von Hela. Chamka steht für Qualität und Transparenz. Die Gewürze stammen von kleinen Farmen in Kambodscha, die dem Konzept der nachhaltigen Landwirtschaft folgen.
süßen Design. Das nächste ist wieder ein Essen, ein Foodprodukt. Und zwar vegane Remoulade. So sieht die aus. Von Naturata. Die Marke, die ich gerne habe. Bio-vegane Remoulade ohne Ei. Enthält 50% Fett. Sonnenblumenöl, Gurken, Wasser, Senf, Meersalz, Rohrzucker, Kurkuma, Branntweinessig, Maisstärke, Sonnenblumeneiweiß, Zwiebeln, Meersalz, Zitronensaft, Knoblauch, Schnittlauch, Fertigungsmittel, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl. Und das Johannisbrotkernmehl ist, glaube ich, als der Ersatz von dem Ei gedacht. Ich selber, aber ich glaube, ich habe noch nie
Shea Butter vor dem Austrocknen. Indem du deine pflegende Dusche genießt, unterstützt du gleichzeitig Menschen in Not. Denn nach dem 1:1 Prinzip spendet jedes Shea-Pflegeprodukt ein Hygieneprodukt oder unterstützt ein Hygieneprojekt. So kannst du mit gutem Gewissen das Eincremen nach der Dusche überspringen und bist ready to party. Ich muss immer schon schauen, was ich jetzt nicht scrappen muss. Da rede ich ja selber Englisch. Und zwar diese Cuties hier von The Organic Company. Everyday Napkin, Stoffserviette, 4 Pieces. Floral ist das Design, denke ich mal. Designed as a practical and reusable element in everyday situations. Oder können wir die vielleicht als Geschirrtücher benutzen? Weil Servietten benutzen Ben und ich eigentlich gar nicht. Ich verstehe das eh immer nicht, weil, also klar, es sieht nicht so hygienisch aus oder sie sehen nicht so toll aus. Wenn man jetzt in der Öffentlichkeit essen geht, dann kann man sich natürlich schnell was wegwischen oder so. Aber ich finde zu Hause, gehe einfach nach dem Essen ins Bad und wasche das halt und wasche die Hände. Natürlich dann verschwende mal wieder Wasser. Aber irgendwie finde ich Servietten oder halt so Zewa oder so. Ja, Ben ist da ein bisschen anders. Der braucht immer Zewa, also der will immer Zewas. Wenn ihr bei seiner Familie sind oder so, dann benutzen die das immer. Obwohl, da sind wir dann auch in einer öffentlichen Situation, aber die benutzen das auch so, wenn die im Privaten zusammen essen. Ja, jeder wie er will, ist jetzt hier nicht, dass ich irgendwie sage, hört auf, Servietten zu benutzen oder Zewas oder was weiß ich. Aber wenn es jetzt um so sustainable und so geht, dann denke ich immer, einfach schnell kurz abwaschen danach und fertig. Ja. Ich guck mal, wie groß die sind. Ich komme mir wieder nicht rein mit den Nägeln. Ich finde die Farbauswahl ultra schön. Oh Gott, wie cute. Okay, ja, das ist für jetzt so zum Spülen oder so doch ein bisschen klein und dünn. Aber wie süß, dass hier noch so ein Ding ist. Ist das so ein Besteck da reinzumachen? Ja, ich glaube, die bringe ich jetzt immer mit zu Bens Familie. Damit die keine Zewas benutzen müssen. Spaß. Also, nice to have. Ich rede mehr Englisch, als in diesen Texten steht. Es ist so unangenehm, dass ich das überhaupt angesprochen habe. Ja, wir gucken mal ins Heftchen. Baumwollservietten. So stilvoll deckst du deinen Gartentisch für die nächste Party mit den Baumwollservietten von The Organic Company. Sie haben eine praktische Schlaufe zum Dekorieren oder für Besteck. Die Servietten bestehen aus 100% Bio-Baumwolle und helfen auf eine wunderschöne Weise beim Papiersparen. 24,95 €. Uff. Okay. Ja, also pro so Mini-Tüchlein jetzt mehr als 5 € finde ich schon heftig. Weiß ich ja nicht. Also. Aber ich bin happy, weil auf diesem Bild hier sind alle gelb, die Servietten. Da habe ich schon eine coole Farbauswahl, aber vielleicht ist das so ein random Bild und jeder hat die bekommen. Aber ja, da finde ich den Preis hier ein bisschen schwierig. So viel hat meine ganze Tischdecke gekostet. Okay, nee. Die habe ich von TK Maxx, die hat eigentlich mehr gekostet. Ja, keine Ahnung, vielleicht kann ich das schlecht einschätzen, was da gerechtfertigt ist. Ja, so, dann kommt jetzt schon das Trendgut
sind zwei unterschiedliche. Einmal Sea Bloom und Kai oder Kay. Ich muss im Voraus sagen, ich bin da ein unfassbar schlechter Bewerter. Oder was heißt Bewerter? Allgemein, ich trage ja nie Parfum. Ich halte das nicht aus. Ich komme einfach mit Gerüchen so schlecht klar, dass ich noch nie, ich habe jetzt nicht den ganzen Douglas oder so durchgetestet, aber ich habe noch nie ein Parfum gerochen, wo ich dachte, oh, geil, also auch an fremden Leuten. Da gibt es zwar manchmal so Momente, wo ich denke, okay, das passt zu der Person, aber ich würde das niemals auf Dauer riechen können, weil, ich weiß nicht, mir wird so schnell schlecht davon und das ist auch nicht so einmal kurz da, sondern es kommt immer wieder dann diese Schübe und mir wird so übel. Und wenn ich das an mir selber riechen müsste, komplett Ende. An Ben zum Beispiel liebe ich Parfum. Keine Ahnung, es ist irgendwie, da halte ich das aus. Beziehungsweise finde es manchmal noch sehr positiv. Aber ja, deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass ich das jetzt sehr gut finde, ist sehr gering. Es ist immer etwas schwierig. Also ich teste es gerne, so ist es nicht. Aber ich bin einfach absolut kein Geruchsmensch. So mit Lavendel sprühe ich mich gerne ein. Das ist irgendwie der einzige Duft, den ich in egal was sehr mag. Und ich mag es vanillig. So vanillige Sachen finde ich immer toll. Aber da gab es auch noch nie ein Parfum, wo ich dachte, oh, geil, oder ein Eau de Toilette. Das ist einfach dann immer so ein ekelhaftes Vanille, was nicht dem Natürlichen entspricht. So, da würde ich mir lieber eine Vanilleschote irgendwie hinschmieren, als das in so ein paar verarbeiteten Parfum zu benutzen. Also wir testen jetzt Sea Bloom. Oh, ich habe Angst, wenn das an jedem Raum ist. Ich sprühe das hier rein, also ich versuche es zumindest. Top mit den Nägeln. Ich schaff's nicht. Jetzt. Okay, ich finde, es hat was Männliches, kann man das so sagen. Also es riecht so herb. Aber ja, ich würde es mir niemals auftragen. Ich weiß nicht, ob es so was Altes mit dabei hat. Wenn ihr wisst, was ich meine, so, wo man denkt, okay, das tragen eher reifere Menschen. Ich mach's wieder zu. Wir testen auch das andere. Kann man hier irgendwie was... Ja, das, was ich gerade gerochen habe, hat Limone mit drinne, Zitronelle. Ich habe null was Zitroniges gerochen. Ich verstehe es gerade gar nicht. Aber ja, egal. Man muss Gerüche in Real Life riechen. Also selbst wenn da Leute irgendwie krass was versuchen zu beschreiben. Ich finde, man riecht das immer noch mal ein bisschen anders, wenn man es selber riecht. Das riecht nach Rosmarin, oder bin ich blöd? Das ist ganz, ganz mild. Also ich rieche es gar nicht. Aber ja, ich bin auch einfach schlecht im Gerüche beschreiben wahrscheinlich. Wir gucken einfach rein, was da mit drin ist. Eugenol. Ne, da ist aber auch Limone drin. Ach Leute, das ist ein richtiger Fail, euch das hier zu beschreiben. Ich weiß nicht, nach was riechen soll. Aber wenn ich jetzt den Namen höre, Sea Bloom und Kay, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, ihr müsstet das in Real Life riechen. Ich weiß aber nicht,
dachte, es wäre immer alle 2 Monate. Wenn ich jetzt nicht ganz hängen geblieben bin, war ja auch nur jeden 2 Monat da so ein Special-Feld. Egal, es gab schon mal ein Teil hier, wo es ein Trendgoodie hatte, also gegeben musste auch. Und ich habe keinen Text dazu gefunden. Deswegen vielleicht ist es ein Druckfehler, aber eigentlich zweifle ich gerade eher an mir selber. Deswegen, ja, ich weiß nicht. Anscheinend gibt es jeden Monat einen Trendgoodie. Ja. Im Juni überraschen wir dich mit 2 edlen veganen Parfums aus natürlichen Inhaltsstoffen von Delisea oder Delizy vielleicht, wegen See. Erwecke deine Sinne mit den beiden unwiderstehlichen Duftkompositionen Kay oder Sea Bloom und fühle dich versetzt an die Küsten Siziliens oder spüre eine Meeresbrise, die den Duft eines blühenden Obstgartens herüberweht. Hab ich nix von gerochen. Als Abonnentin mit Jahresabo überraschen wir dich mit beiden Düften. Summer Party Feeling für deine Sinne. Kostet 8 €. Das ist ja voll angenehm der Preis. Wenn das sich jetzt nicht auf das kleine Teil bezieht. Aber gut, gute Düfte sind affenteuer. Aber ich weiß jetzt eben nicht, auf welche Größe das bezogen ist. Das nächste Produkt ist eine Cashew-Kochcreme von Corosho, The Cashew Company. Und das finde ich sehr nice, weil alles, was so Ersatz-Sahnesoßen betrifft oder so, finde ich immer mit Cashew am besten. Also, wenn man jetzt kein Soja möchte, dann ist das auf jeden Fall das Go-To, weil das so eine dickflüssige Konsistenz dann hat. Und nicht wie jetzt beim Mandel oder so, dann so wässrig. Sehr krass aufgefüllt wahrscheinlich, deswegen hat man nichts, was positiv ist. Extra cremig. Verwende mich zum Kochen und Backen. Okay, beim Backen habe ich es jetzt noch nie eingesetzt. Ich denke, wir machen eine Sahnesoße damit. Für cremige Soßen und Suppen. Im Auflauf, im Kuchen, im Eisbecher oder im Dessert. Ich weiß nicht, ob das jetzt zum Eismachen gedacht ist oder so als Soße. Glaube ich jetzt nicht. Ich kriege keinen juicy Sound raus. Aber einen kleinen Text kann ich euch vorlesen. Die Cashew-Kochcreme. Lecker und mild im Geschmack und dabei voller Cremigkeit. Das ist die Cashew-Kochcreme von Corosho. Das Unternehmen setzt sich für Transparenz und faire Arbeitsbedingungen ein und unterstützt den Aufbau einer lokalen Verarbeitung in Tansania. Mit der veganen Sahne-Alternative kannst genau wie mit herkömmlicher Sahne. Da fehlt auch ein Wort. Jetzt habe ich kein Vertrauen mehr, dass das mit dem Trendgoodie richtig ist. Kannst genau wie mit herkömmlicher Sahne vielfältige Gerichte zubereiten. Ob zum Backen, Kochen, für Soßen oder Currys, mit der Kochcreme liegst du immer genau richtig. Übrigens, auf der letzten Seite findest du ein leckeres Rezept für veganes Eis. Dann also doch nicht als Soße. Damit zauberst du das perfekte Dessert für die nächste Barbecue-Party. Kostet 1,79 €
man irgendwie damit rechnen muss. So, das ist das, was ich rüberbringen wollte. Ja. Dann haben wir nachhaltige Reiniger-Tabs. Und da muss ich auch mal schauen. Ah ja, die sind hier in so einer süßen Papierverpackung. Spülen mit nachhaltigem Fun-Faktor. Befülle eine Sprühflasche mit lauwarmem Leitungswasser und füge den Klein-Tab hinzu. Kleini. Kleini, Kleini, I don't know. Wie man diesen Umlaut prononciert. Wie rede ich gerade? Haushaltsartikel, gut für dich und die Umwelt. Da sind 3 Stück drin. Ich dachte jetzt, hier wäre eine Spülmaschine. Aber es ist zum Putzen. Warum steht dann da Spülmitteltabs? Verwirrung. So sehen die aus. Als könnte ich sie essen. Ich will kurz gucken, ob auf allen dasselbe steht. Ja, überall steht Spüli. I'm kinda confused. Aber, ja, die sind zum Putzen. Das hier erinnert mich irgendwie an SpongeBob. Das da. Nach der Party ist vor der Party. Besonders nachhaltig bringst du mit den Reiniger-Tabs von Kleini alles wieder zum Strahlen. Kleini bekämpft aktiv das Plastikproblem, denn die konzentrierten Reiniger-Tabs helfen dir, Plastik einzusparen. Die praktischen Tabs kannst du einfach in Wasser auflösen und erhältst so eine handelsübliche Reinigerflasche mit nur einem Tab. Es verwirrt mich einfach, dass das dann Spülmittel heißt. Oder bin ich so blöd gerade? Alle Produkte sind nachhaltig, ohne Mikroplastik, vegan, biologisch abbaubar und dadurch umweltfreundlich. In deiner Unibox entdeckst du eine dieser 3 Sorten. Spülmittel-Tabs, Glasreiniger-Tabs oder Badreiniger-Tabs. Leute, wie kann ich so verwirrt sein? Was soll man jetzt damit sauber machen? Hey, soll man jetzt damit dann vielleicht doch Geschirr oder so abwaschen, aber man sprüht halt das Geschirr an? Wer macht sowas? Ich werde es für irgendwas benutzen. Aber ich bin irgendwie verwirrt. Warum das jetzt in eine Sprühflasche soll, wenn es Spülmittel ist. Auch hier gibt es wieder einen Rabattcode mit Glitterbox 20. Ich blende euch das hier ein. Einfach KLTR Box 20. Und dann bekommt ihr 20% Rabatt auf ein Produkt aus dem Online-Shop von Kleini.
neu ist, also das Label neu. Aber ich glaube, ich habe die tatsächlich jetzt noch nie gesehen. Aber ich bin halt auch immer so, wenn ich dann mal solche Bonbons hole, bin ich in diesem Salbei-Film und dann fokussiere ich mich nur auf Salbei oder so, was ich halt gebrauche. Und da ich ja Himbeer jetzt irgendwie so mag, habe ich das wahrscheinlich einfach nicht gesehen. Ich teste jetzt einfach mal ein. Hier haben wir das gute Stück. Ich habe die irgendwie größer in Erinnerung. Nee, ist gar nicht meins. Er schmeckt extrem fruchtig nach. Ich würde jetzt nicht als erstes sagen Himbeere, aber halt dieser süße Geschmack. Und dann kommt so ein bisschen die Melisse durch, die ein bisschen erfrischend ist. Also ich kann es lutschen. Aber mag ich halt nicht so. Ich hoffe, Ben schmecken die. Aber wir haben eh noch in unserem Schrank von der Winterzeit richtig viele. Da kommen die einfach oben drauf. Wir legen das mal hier hin. So. Fruchtig und erfrischend zugleich. Also das kann ich zustimmen. Das sind die neuen Himbeere-Melisse-Kräuterbonbons von Ricola. Die neueste Geschmackskomposition mit natürlichen 13 Schweizer Alpenkräutern, kombiniert mit der fruchtigen Süße von reifen Himbeeren und der erfrischend aromatischen Melisse zu einem wohltuenden und erfrischenden Kräuterbonbon. Längster Satz in meinem Leben. Wie ein sommerlicher Spaziergang durch den Garten. Kostet 2,19 €. Ja, also ich spüre diese Erfrischung immer noch am Mund mit der Süße. Aber es gibt nachher noch einen anderen Snack. Der kann das ein bisschen abdünchen. Ja, hier steht's. Das nächste Produkt ist dieses hier. Eine No-Milk Milk von Barista, extra cremig. Ich weiß immer nicht, wie man diese Marke ausspricht. Also ich habe die schon ein paar Mal gesehen, aber ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Flea oder so. Top immer, wenn man so coole Namen hat. Da gibt es auch andere Editionen, also nicht nur Barista. Aber Leute, warum ich so happy bin, das ist eine kleine Größe. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt immer angebracht, doch, oder? Also in den anderen Videos, wenn es um Milch ging, habe ich immer davon geredet, wie nervig ich das finde, dass die immer so riesig sind, weil ich halt einfach so viel nicht brauche. Ich trinke unfassbar selten irgendwas mit Milch oder halt veganer Milch. Und dann wird das so schnell schlecht. Und dann ist das hier die perfekte Größe. Der Text dazu: Ob Cappuccino oder Kaffee Latte, mit der Barista aus Erbsenproteinen von Flea gelingt dir jeder Kaffeetraum spielerisch leicht. Sie ist perfekt für Latte Art und alle Kaffeespezialitäten geeignet. Die Barista hat einen cremig-neutralen Geschmack und enthält 50% weniger Zucker als andere Barista-Drinks. Gleichzeitig ist sie eine gute Protein- und Calciumquelle. Wie wäre es mit einem leckeren Eislatte auf der nächsten Gartenparty? Dafür schäumst du einfach die Barista auf und füllst sie mit
Box Flea als Code eingebt, bekommt ihr 20% im Online-Shop von Flea. Die schlagen mich, wenn die hören, wie ich die nenne. Ja. Ich distanziere mich von Gewalt. So, dann kommen wir jetzt zu Bambusbesteck Essentials und ich bin so froh, weil ich habe die Bamboo Straws bekommen. So sehen die aus. Strohhalme aus Bambus. Es gab nämlich noch Besteck, was eigentlich auch ganz cool ist für unterwegs. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber so jetzt irgendwie für zu Hause, weil ich es dann doch so selten brauche und auch einfach Gabeln von zu Hause mitnehmen kann. Finde ich die einfach so, die sehen so fancy aus. Upsi. Ich zeige euch die mal. Also ich weiß selber nicht, wie sie aussehen. Oh mein Gott. Es gibt verschiedene Größen. Und eine Tasche, oder was ist das? Das kriege ich wieder nicht raus. Ich glaube, es ist geklemmt. Oder ist noch ein Putzreiniger dabei. Also ich habe jetzt hier einfach mal 2 Stück. Und die sind richtig, richtig stabil. Ey, die sind so cool. Also wir haben auch welche aus Glas. Aber da ist immer das Risiko natürlich, dass sie schnell kaputt gehen. Und die sind auch viel schwerer, finde ich, als jetzt das hier. Feueröch, das ist, glaube ich, mein Lieblingsprodukt aus der Box. Bestens gewappnet für die nächste Outdoor-Party bist du mit den Bambusprodukten von Bamboo. In deiner Garten-Party-Box entdeckst du entweder das praktische Bambusbesteck zum Mitnehmen oder das Bambus-Trinkhalm-Set, was man auch mitnehmen kann. Das Besteck kommt in einer kleinen Baumwolltasche. So hast du alles immer griffbereit. Die Bambusutensilien sind mit Pflanzenöl versiegelt und somit sogar spülmaschinenfest. Damit kannst du voller Genuss auf Einwegbesteck oder Trinkhalme verzichten. Kostet 11,99 €. Finde ich vollkommen fein. Weiß ich nicht wieso, aber finde ich fein. Alrighty. Dann kommen wir jetzt schon. Ich bin hier schon seit einer Stunde am Drehen. Und die Kamera ist schon 3-mal ausgegangen. Ich weiß nicht, was los ist. Aber wir kommen zum letzten Produkt. Und zwar diesem hier. Und ich hoffe, dass das wieder geile Gummibärchen sind. Ich hatte ja einmal diese mit Vitaminen drin, also B12 und so. Das waren die besten Gummibärchen, die ich
Konsistenz, keine eklige, finde ich. Aber es ist anders, als ich erwartet habe. Wir nehmen noch eine rote Sorte, weil die dunkelroten schmecken mir meistens am besten. Irgendwie erinnert mich der Geschmack an Möbel. Also man will mehr essen, auf jeden Fall. Aber es ist nicht so wow. Finde ich okay auf jeden Fall. Und ich sehe gerade, es gab 2 Sorten. Es gab welche mit Lakritz, Alter, und Leute, damit könnt ihr mich jagen. Sagt man das so? Könnt ihr mich jagen? Also ich finde es halt übel ekelhaft. Genau, und ich habe Fruit and Berries und dann gab es Drop Fruit Duo. Du magst es fruchtig. Ja, bei Essen schon. Und nicht bei Bonbons und Kosmetik. Dann wirst du die neuen Real Fruit